Warte, ich mache das hier mal zu, damit es puff. Geht nicht, okay. Zehn Tipps und Tricks, die wir uns über die Jahre hier angeeignet haben, die ich jetzt mit euch teile. Und zwar besteht oft die Frage, wie ist der Zustand der Motoren, die hier ankommt, wie viel Späne, wie viel Dreck etc. ist da drin. Und da hilft eigentlich ideal die Analyse über den Motorölfilter. Über den Motorengott höchstpersönlich bin ich an so einen wunderschönen Ölfilterschneider gekommen. Dieser Ölfilterschneider, den haben wir noch ein bisschen optimiert und den haben wir sogar in einem Set rausgebracht. Ölfilterschneider mit eleganten Handschuhen, damit man sich nicht die Fingerchen dreckig macht. Und einem eleganten Lackfilter, denn den kann man immer brauchen, denn wir nutzen den Lackfilter, damit das Öl da durchläuft und die Späne quasi, der Dreck, der da drin ist, gesiebt wird. So, die normale Anwendung von so einem Ölfilterschneider ist wie folgt. Man hat hier vorne ein scharfes Rädchen aus einem bestimmten Material, was nicht so schnell verschleißt. Hier haben wir gelagerte Kugeln, die werden hier aufgesetzt. Jetzt drehe ich mit diesem Gewinde hier hinten quasi im Prinzip wie ein Rohrschneider so zusammen und muss den Ölfilter nur im Kreis drehen. Der Vorteil ist, ich erzeuge somit überhaupt gar keine Späne groß und ich kann sehr genau analysieren, was jetzt da drin war und was kommt. Weil wenn ich das zum Beispiel mit der Flex, so wie ich letztens mit der Drehbank gemacht habe, gibt es einfach das Problem, dass einfach zu viel Späne in den Ölfilter davon gelangen. So, und nur nach wenigen Drehungen ist der Kollege hier offen. Wir haben einen sauberen Schnitt nach, wir haben keine Späne produziert. Und das wird jetzt interessant. Und zwar seht ihr, wie so ein Ölfilter eigentlich arbeitet. Guck mal, wir haben hier eine Dichtung, die sitzt so hier drauf, also andersrum, so. Und das ist, was ihr von oben immer seht. Das arbeitet quasi wie eine Lamelle, dass der Öldruck, also quasi das Öl nur in eine Richtung kann. Von hier wird es abgedichtet. Und hier haben wir die eigentliche Ölfilterkartusche, die klemmt hier immer so ein bisschen drin. Und bitte passt auf, es ist natürlich scharf, was wir jetzt hier gemacht haben. Also versucht da möglichst nicht reinzugreifen oder im Idealfall zieht irgendwie nochmal dickere Handschuhe drüber. Und jetzt haben wir hier den eigentlichen Ölfilter. Das lassen wir jetzt auch schon direkt mal ein bisschen hier reintropfen. Denn das dauert, bis das da durchläuft. Und hier das ebenfalls. Aber ich sehe jetzt schon, da sind Späne anscheinend, das glitzert mir ein bisschen zu viel. So, jetzt nehmen wir uns mal einen ganz frischen Lappen. Dann reden wir mal hier über das System des Ölfilters. Denn ich bin mir sehr sicher, dass 99% oder ein hoher Prozentanteil nicht weiß, was hier in dem Filter eigentlich zugange ist. Und zwar, der Öldruck kommt hier über diese, ich nenne es jetzt einfach mal Lamellendichtring, von hier rein, läuft außen lang, weil Öldruck kommt ja hier außen lang, läuft außen lang durch die Filtereinheit und dann hier durch und durch die Mitte quasi wieder zurück in den Motor oder andersrum. Ne? Und das, was viele nicht wissen, ist, dass hier ein Ventil drin ist. Siehst du hier dieses Ventil? Das sorgt dafür, dass wenn zum Beispiel der Filter zu dicht wird, weil er zu ist und der Druck quasi von außen, im Prinzip, wenn wir das jetzt hier so sehen, in dem Gehäuse außerhalb zu hoch wird, dann öffnet das Ventil, denn es ist die Prämisse zu sagen, lieber Öldruck wie keine Ölversorgung zu einem dichten Ölfilter. Das bedeutet, denkt nicht, ach, was soll denn bei meinem Motor passieren, wenn eben der Öldruck abfällt, wenn da Späne drin sind, dann filtert der Filter das ja sowieso. Nee, wenn Späne hier drin sind, macht der Filter quasi auf und dieses Ventil geht auf. Und noch besser, wenn die Leute sagen, ja, ich habe ja keine Späne drin, das Ventil macht nie offen. Wenn der Motor im Kaltstart ist der Öldruck zu hoch, das Öl ist zu zäh und das will nicht durch den Ölfilter durch und drückt sich dann einfach mal durchs Ventil. Immer, bei jedem Kaltstart macht das Ventil erstmal auf. Das heißt, zum Anfang hast du in der Regel immer ungefiltertes Öl. Da guckst du, ne? So, egal. Das ist jetzt hier schön sauber durchs Sieb gelaufen, das passt schon mal. Diese Lackfilter sind dafür ideal. Oh, guck mal hier unten, da muss ich auch nichts mehr durchs Sieb laufen lassen. Aber wir sehen, dort glitzert es wie
in irgendeiner Goldmine. Und dementsprechend sieht der Ölfilter auch aus. Also man sieht hier, dort sind auch eine Menge an Verablagerungen unten drin in dem Sieb. Vielleicht sieht man es sogar von hier noch besser. Ja. Jetzt kann man die Geschichte natürlich weiter aufspinnen und man könnte den Ölfilter jetzt zerlegen. Würde ich jetzt in dem Falle, wenn jetzt hier nicht allzu viel drin wäre, würde ich das weitermachen. Ne? Das bedeutet, man kann sich hier man kann das aufmachen und kann dann sich hier die Lamellen so hinlegen. Ja? Ist in dem Falle aber nicht nötig, denn ich sehe, hier zwischen den Waben liegen schon wieder Späne ohne Ende. So, und warum ist das einfach ein Tipp und Trick für euch zu Hause? Und zwar macht es einfach wie folgt. Macht beim Ölfilterwechsel, wenn ihr den Ölwechsel macht, schneidet hier mit dem Subi Ölfilterschneider den Ölfilter auf, checkt kurz, wie die Lage ist. Das kann sonst sehr, sehr kostspielig werden. Denn so kann man früh Anzeichen eines Motorschadens oder kommenden Motorschadens erkennen. Wenn zum Beispiel auch Silikonreste oder so da drin sind. Seht ihr sofort, oh, wenn da ein bisschen Silikonreste, machen wir mal die Ölwanne ab. Nicht, dass sich irgendwas ablöst und das den Ölfilter oder Pickup etc. zumacht. Deswegen ist das in meinen Augen ein super Tipp und Trick, den ihr anwenden könnt, auch zu Hause. Ab zum nächsten. Weiter geht's mit, was ihr alle hasst, Silikonreste wegmachen. Und dort muss man natürlich sehr gut arbeiten zum Thema, dass das in Zukunft auch dicht sein soll und zum Thema, dass das halt auch sauber und ordentlich sein soll. Ne? So, viele kommen mit irgendwelchen Seal and Bond Remover und weiß der Geier. Aber wenn ihr normale Silikonreste habt, nehmt ihr handelsüblichen Bremsenreiniger und da ist der Key die Geduld. Ihr sprüht das ein bisschen ein. Ihr seht, das waren ganz wenig. Und jetzt heißt es nicht sofort den Schaber nehmen und dran rumkratzen und die Flächen beschädigen, sondern guckt, dass es feucht bleibt. Lasst es einwirken. Bremsenreiniger verfliegt ja relativ schnell. Und das Problem ist, wenn es dann verflogen ist, wird es wieder fest. Ihr müsst es konstant erstmal so ein ganz bisschen hier immer feucht halten. Dann sieht man schon, dass sich jetzt hier in dem Bereich der Kleber anfängt zu lösen. Und ihr seht, guckt mal, ich kann sogar ohne Druck, kann ich das schon wegmachen. Aber wir warten trotzdem noch ein bisschen. So, und nach wenigen Sekunden seht ihr, dass das Silikon solche Wellen wirft. Und jetzt packen wir einfach mal unseren Schaber, ohne viel zu kratzen und nicht zu einem steilen Winkel und lassen einfach mal da drüber laufen. Und ihr seht, das geht schon fast von alleine ab. Und man kann da ruhig einfach noch eine Session draus machen. Ne? Das heißt, jetzt haben wir ja, übertrieben gesagt, so gut wie weg für Silikon. Ich mache dann gerne immer noch mal ganz kurz. Lass es noch mal ein bisschen einwirken und ziehe hier noch mal drüber, ohne irgendwelche Verkratzungen zu machen. Nehme ich gerne noch so ein Pad, ziehe einmal mit dem Pad drüber. Und ihr seht, die Fläche ist innerhalb von, was waren das, 30 Sekunden, eine Minute, absolut kratzerfrei, perfekt sauber und man kann weiterarbeiten. Tipp Nummer 2. Tipp Nummer 3. Freunde, macht euch die Temperatur zunutze. Tagtäglich müssen wir hier irgendwelche Passungen irgendwo einpressen etc. Und ihr seht hier, der Motorblock hat gerade entspannte 90 Grad. Wir machen uns bei diesem Block relativ leicht. Wir stellen hier Platten vor, da kommt einfach ein Heißluftföhn rein, der pustet die ganze Zeit warme Luft in den Block und nach einer Stunde haben wir hier 90 Grad, denn wir müssen den Block jetzt mit Buchsen versehen. Das ist will ich gar nicht zu tief drauf eingehen, das ist ein Mercedes-Block, der kriegt solche Sleeves und wo euch das hilft, wie zum Beispiel, wenn ihr irgendwie ein Radlager mal umpressen wollt oder irgendeine Schraube, irgendeine Passung nicht richtig rein wollt, macht es ruhig mal warm, testet das, das bewirkt Wunder. Und ihr habt gesehen, mit Hilfe der Temperaturausdehnung, jetzt können wir hier quasi den Föhn auch ausmachen, haben wir die Buchsen sehr gut da reinbekommen. Das Maß der Buchse war im Prinzip genau das gleiche Maß der Passung, die wir in den Block gespindelt haben. Und das machen wir uns hier tagtäglich zunutze, dass wir mit den Temperaturen, ob kalt oder warm, arbeiten.
Tipp Nummer 4, was massiv vernachlässigt wird, ist einfach, dass man in dem Gewinde bei so einer Schraube immer die gleichmäßige Reibung braucht. Die gleichmäßige Reibung erzeugen wir, indem wir unser Montagegel auf das Gewinde packen. Exakt so. Und in dem Falle ist es jetzt noch ein bisschen speziell, wollen wir auch die gleichmäßige Reibung zwischen Scheibe und Kopf haben. Deswegen machen wir dort auch einen Tropfen Öl dran und können die nun jetzt mit dem richtigen Drehmoment einschrauben. Die Dehnung der Schraube ist, da wir es natürlich mit einer gleichmäßigen Reibung festziehen, identisch und wir haben die Schraube korrekt angezogen. Das war Tipp Nummer 4 und definitiv auch nicht zu vernachlässigen. Oftmals bin ich auf diese Geschichte reingefallen. Hack Nummer 5. Man kauft sich einen wunderschönen Akkubohrer, das ist alles top, aber in der Regel sind die Futter, mit denen die Akkubohrer kommen, wirklich Müll. Da hält nichts drin, das rutscht durch. Einfach austauschen, kostet 20 €. Da gibt es solche Futter vom Hersteller Röhm in dem Falle. Einwandfrei, kann man 1:1 umschrauben und die sind Gold wert. Kein Spaß. Der Grund, warum die meisten neu aufgebauten Motoren kaputt gehen, ist falsche Anwendung von Silikon. Hier wunderbarer EJ25 Close Deck und lasst euch jetzt nicht hier von den Spänen stören. Es geht um die korrekte Silikonanwendung. Viel hilft nicht viel, Freunde, an dem Thema. Hier an dem Subaru ist es ganz drastisch. Wir haben hier in dem Falle Ölkanäle hier in dem Bereich. Ich sehe immer wieder Videos, dann wird die Silikonnaht so hier aufgebracht, so. Und komplett über die ganze Strecke. Könnt ihr euch vorstellen, was hier passiert? Wir können es ganz leicht veranschaulichen. Scheibe drauf. Guckt mal. Das ist einfach viel zu viel. Das ist komplett im Ölkanal drin. Die ganzen Reste hier an den Seiten gehen in den Motor rein. Das löst sich ab, hängt im Ölsieb und verursacht den nächsten Motorschaden. Aus diesem Grunde, lasst euch nicht beirren. Ich mache euch jetzt mal so eine Beispielnaht, die wir auch hier tagtäglich in der Geschichte machen. Ich sehe das sogar bei den Automobilherstellern. Wenn die Flächen plan zueinander sind, seht ihr, wie dünn diese Naht hier ist. Und schaut, wenn jetzt die Flächen plan sind, da muss ja kaum Material zwischen. Das wird einwandfrei dicht. So. Wir haben hier kein Problem mit Undichtigkeiten etc. Das schraubt sich hier zusammen. Das reicht alle Male. Das gleiche mit Schraubensicherungsmittel. Immer wieder sehe ich, dass viel zu viel Schraubensicherungsmittel auf die Schraube aufgebracht wird. Das quält da in alle Richtungen raus, kann gar nicht richtig aushärten. Deswegen, viel hilft hier auch nicht viel. Macht eine dünne Naht drauf. Guckt, dass es unten ein bisschen mehr ist wie oben, denn das zieht sich ja durchs Gewinde hoch und schraubt die rein, das reicht absolut. Also, aus Zufall tatsächlich bin ich auf diesen Hack gekommen. Und zwar ist das ein Teil, mit dem man eigentlich sein Ohr reinigen soll. Und wir nutzen das tatsächlich, das funktioniert halt total schnell, um mal hier so ganz, das ist halt noch ein bisschen kleiner wie eine Endoskopkamera. Und wir nutzen das hier, um irgendwelche Schrauben, Bohrungen etc. zu prüfen. Manchmal ist irgendwie ein Gewinde nicht gängig etc. Dann guckt man da mal rein und dann sieht man sofort, ah, okay, passt. Ist total günstig, kann ich euch einen Link irgendwie in die Videobeschreibung machen, kann ich jedem empfehlen. Wir arbeiten sehr viel mit Lagerspielen und Passungen etc. Und oftmals, wenn hier so eine Lagergasse irgendwie eingelaufen oder so ein bisschen, ja, hier ist schon eigentlich ein bisschen mehr, aber auf jeden Fall Beschädigung hat, haben wir die Möglichkeit hier, solch eine Lagergasse mit Hilfe so einer eleganten hohen Ahle, die Lagergasse aufzuholen. Hier sind Schleifsteine drauf. Das habt ihr natürlich nicht zu Hause, kann man auch nicht verlangen. Allerdings könnt ihr euch anders helfen. Und zwar, wir haben hier einfach so eine sogenannte Opfernockenwelle. Die verwenden wir. Die packen wir dann hier auf die jeweiligen Lagerstellen. Verschrauben, das ist, habe ich gerade gar nicht erwähnt, das ist normale Ventilschleif-Lepp-Paste.
Dann verschraubt ihr das korrekt, nimmt hier mit ganz viel Gefühl, packt die Nockenwelle rein und dann dreht ihr die hin und her, hin und her, hin und her. Und oftmals gibt es irgendwelche Katscher, weil irgendwas falsch gelagert worden ist oder bei dem Ausschrauben man irgendwie hier mit dem Schlüssel hingegangen ist und die Nockenwelle dreht nicht schön. Und mit Hilfe, mit dieser Lepp-Paste und ein bisschen Zeit, seht ihr, haben wir jetzt hier wieder eine relativ glatte Fläche geschaffen. Und natürlich muss man das zusammenschrauben und das Lagerspiel überprüfen etc. Aber das ist auf jeden Fall eine Art und Weise, wie man die Oberflächen der Lagerstellen wieder instand setzen kann, wenn es nur leichte Verschleißspuren hat und nicht irgendwie groß gefressen hat. Sehr oft brauchen wir Stichmaße, ob es irgendwelche Bohrungen zueinander oder irgendwelche hier Verschraubungen. Wir müssen das Maß wissen. Und dann gibt es natürlich die Option, man schätzt das hier, indem man hier irgendwie in dem Falle, ja, man sagt irgendwie Zylindermaß 97 mm von Stich zu Stich. Das kann man mal ganz leicht machen. Ist für mich ein Hack, ich nutze das tagtäglich. Und zwar, wir nehmen das Zylindermaß in etwa auf, in dem Falle ist das hier 83,8. Das machen wir 0, sodass wir 0 haben. Und jetzt gehen wir komplett nach außen. Somit werden die beiden Radien der beiden Zylinder abgezogen und wir wissen, dass das Stichmaß von dem Zylinder 91 Zylinderabstand hat. Das gleiche kann man genauso nutzen, wenn ich hier einfach nur den Abstand der Verschraubung der Stehbolzen oder der Kopfschrauben benötige. Da mache ich auch nichts anderes wie 0 hier und schon habe ich, falls ich das in meinem Fressprogramm oder irgendwie in der CD-Zeichnung brauche, weiß ich auch genau den Abstand. Wenn ihr wirklich viel an alten Eimern rumschraubt und die Teile sind nicht mehr zu beschaffen etc., es ist immer sehr lästig, wenn man hier so harte Schläuche hat. Der Schlauch ist bombenhart durch die Weichmacher, die sind raus und es gibt den Schlauch auch nicht mehr. Man will das Projekt ja fertig machen. Mein Hack, einmal in warmes Wasser, das ist jetzt hier aus dem Teewasser, vielleicht irgendwie 80, 90 Grad, geht auch ganz schnell. Einmal drin rumrühren, ihr seht schon, der ist sofort weich, es muss aber schnell gehen. Drauf machen und funktioniert. Ist auch dicht, wird auch auf Dauer nicht kaputt gehen, aber in meinen Augen ein Hack im Vergleich, wenn ich das jetzt die andere Seite, die hat den gleichen Durchmesser, ihr seht, nur mit Gewalt und das war jetzt noch Glück dabei. Alles klar. So Freunde, und eins sage ich euch, auch wenn ihr das jetzt irgendwie als Witz oder lächerlich findet, tagtäglich komme ich an Probleme und komme irgendwie nicht weiter und bin mit meinem Kopf total, sagen wir mal, in dem Projekt drin. Dann hilft mir wirklich ein Espresso, eine ganz entspannte Runde mit dem Dackel und dann einmal kurz zur Ruhe kommen und danach funktioniert es meistens. Das ist wirklich ein Hack. Nehmt euch die Zeit manchmal. So Freunde, ich sage danke fürs Zuschauen. Das war kurzes Video von unserer Seite. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Abo und checkt auf jeden Fall den Online-Shop aus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.